Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch der Björn ist gut Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. But it suddenly came in there. Luxury race crew took home third spot to fate and won 2 Time laps to down. go, Gabby Goose. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur dritten Station der Sunday Grand Prix Series. Und da heute Silvester ist, haben sich natürlich nicht so viele Leute angemeldet. Es sind mal wieder insgesamt nur 28, sodass es nur einen Split gibt, in dem unser Tommy aber mitvertreten ist. Und dann schauen wir mal, wie es dem heute so ergeht. Wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. So, da bin ich wieder. Hast du gesehen? 2700 ist das. Strengths of Field. 2700, das ist für einen ersten Split gar nicht mal so hoch, obwohl das natürlich schon eine Hausnummer ist. Wir haben ja heute mal wieder nur einen Split, aber das ist auch verständlich, da heute ja ein Tag zum Feiern ist und die meisten mit ihrer Familie unterwegs sind. Und Tommy wird ja heute hier auch direkt nach dem Rennen verschwinden. Und wir sehen es wir haben heute 30 Fahrer im Grid stehen, wovon 13 insgesamt hier Pros sind, der Rest alles Amateure. Und nach dem tollen Suzuka-Rennen liegt Tommy in Front in der Meisterschaft, was natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel zu sagen hat, aber es ist trotzdem schön anzuschauen. Ah, wie schön sich hier alle begrüßen, so muss das sein. Oh, was ist jetzt passiert? Patrick ist weg. Sorry, Steve. Ich guck mal grad. No worries. Patrick ist raus. Oh nein. Ich hoffe nicht, dass sein Computer geschrottet ist. So. Qualifying, okay, dann. Dropping it is a lot Yeah. faster, but I just wasn't confident enough. Oh, Schritt raus, da ist er wieder. Hallo. Oh Have a wonderful nein. New Year, Barry. And you, yeah. I got hit that one as well. Qualifying hat grad I don't know if I had gestartet. damage in that. That's frustrating. Musst du dich jetzt dann nochmal Yeah, looks like a tire touch einwählen? on lap one through the big spoony curve at the bottom there. Because I got past him Hallo? at that point, which you touched. Muss ich nochmal Yeah, einloggen? Mr. Hugh Haythorpe. Auto Nummer Uh, 18. Speed limit Check it is out. 60 Oh. kilometers per hour. Never mind. Great race. Watch the white line. Okay, Tommy, we've got 2 laps to get the job done. Okay, dann weißt du schon mal Bescheid hier, was wir hier für Leute am Start sind hier. Auto Nummer 18 bin. Und da kommt Tommy auch schon das erste Mal über die Ziellinie. Eine 1:30,613, P12 im Moment. Schauen wir mal, was da noch geht. Im Moment Kimo Viljakin auf Pole vor Ogier Zapaloa. Da kommt der Zweitplatzierte noch einmal über den Zielstrich. Klar. Kleine Zeitenverbesserung, aber viel ändert sich nicht mehr vorn. Antti Lepisto auf P3. Heute haben wir auch wieder Chris Roberts aus Kalifornien am Start stehen. Die Strecke scheint ihm aber nicht so zu liegen. Ganz anders Shady Amatia auf P5. 14. Eieieiei. Und Tommy am Ende 14. Naja, 1:28,7. Gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier mal Uwe Zielbauer im Bild. P20 im klassischen Lotus-Design. Robert Simkins Immerhin. ziemlich weit hinten heute. Das sind aber. Sind denn da? Oh, Kies Hörner noch vor mir. Und Robert am Ende ziemlich weit weg von der Spitze. Ja, einschalten. Ich fühle mich da noch zu unsicher, ey. Egal. Aber guck mal hier. Barry West zum Beispiel, Lukas David, Miguel Morland, das sind ja alles Leute. Kies Hörner.
Der Samuel Reimann, wie viel I-Rating hat der? Samuel Reimann ist ungefähr auf Tommys Niveau. Das ist auf jeden Fall ein Amateur. Timothy Vandenberge, oder ja, schon einige da. Ja, Oh. weit hin. Das Roberts auch weit hin. Das ist ja hier heute nicht unbedingt Tommys Lieblingsstrecke und viel Zeit zum Üben ist wegen der Feiertage auch nicht geblieben. Kisana hat ordentlich abgeliefert da, ne? Ja, das ist... Das Rennen ist lang, Patrick, ne? Das ist hier, gibt's echt ein paar fiese Stellen so, die da... Vorne wieder die finnische Fraktion hier. Wie bitte? Vorne wieder die schnellen Finnen. Flying Finns. Flying Finns. Auf den ersten 4 Plätzen 3 Finnen. Wie immer. Hier ganz fest die Daumen. So, lass gucken hier. Garage. Und da hat das Grading auch schon begonnen und die Jungs stellen sich hier auf. Wir haben auf Pole Position Juho Reiner vor Kimmo Viljakin und Ogier Zamaloa. Antti Lepistö R4 und Shady Amat komplettiert hier die Top 5. Ja, Patrick. Stehen wir wieder hier, ne? Ja, gut Am was. Start, kurz vorm Rennen, 1 Minute. Ja. Dann drücke mir die Daumen. Das Versuchen ich mal doch ein immer. bisschen Funkstelle zu wahren, ne? Sorry, Ja. Alexa. Dann geht's los, ne? Boah, ey. Mittendrin statt nur dabei, ey. Mittendrin statt nur dabei. Und so langsam füllt sich der Grid. 25 Runden müssen wir hier fahren, ne? Das ist kurz, oder? Die letzte Minute Minuten? müsste hier angebrochen sein und jeden Augenblick müsste hier die Startampel dann auch erscheinen, um die Jungs hier auf die wilde Fahrt zu schicken. Und wie der Tommy es gesagt hat, haben wir heute 25 Runden zu absolvieren. Spannend, spannend. Das ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Also die Crash-Analyse machen wir später, ne? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green Fleck und das ganze Feld macht sich hier auf die Reise. Oh, Juho Reiner hier durchdrehende Räder und verliert hier gleich mehrere Plätze. So wie es aussieht, auf P3 zurückgefallen hinter Kimmo Viljakin und Antti Lepistö. Ogier Zamaloa hier auch Plätze verloren. Hinten dran auf P5 weiterhin Shady Amat. Und jetzt Ogier wieder auf P2 nach vorgegangen, auf P3 dann Juho Reiner und P4 Antti Lepistö. Ganz schön rund hier auch hier hinten. Wildes Gewusel, Tommy mittendrin. Neben ihm Barry West. Hier Hugh Jaycox auf P17, der Mann mit der Nummer 3. Vor ihm Keith Turner und hinter ihm Nicolas Acosta. Wilde Kämpfe hier. Barry versucht hier wieder ein Stück nach vorzukommen. Und auch Hugh Jaycox drängelt da von hinten. Die Jungs müssen sich jetzt hier alle erstmal sortieren. Aber alle scheinen hier super vom Start weggekommen zu sein. Es gibt keinerlei Un- oder Ausfälle zu verzeichnen, was sehr, sehr schön ist. Und Tommy hat sich hier auf P13 einsortiert. Byron Long fährt hier von ganz hinten los, heute P28, vor ihm Uwe Zielbauer. Und da der Erste, der da ein kleines bisschen ins Wackeln kam, aber nichts weiter Schlimmes passiert. Weiter geht's hier vorne. Kimmo Viljakin konnte seinen Abstand auf Ogier Zamaloa schon fast auf 1 Sekunde ausbauen. Dahinter dann Juho Reiner auf P3 und Antti Lepistö auf 4, dicht gefolgt von Shady Amat auf 5. Corey Ensing haben wir dann auf Platz 6. Auf P7 hier Timothy Vandenberge. P8 haben wir dann hier Leo Sequero. Direkt hinter ihm dann Samuel Reimann auf P9. Und Lukas David schließt die Top 10 ab. Dann haben wir hier auf 11 Aiden Haycox, der jetzt versucht hier an Lukas vorbeizugehen, sich aber nochmal hinten anstellen muss. Und bis auf die Jungs vorne, die schon wieder die Segel gesetzt haben, hier hinten alles ziemlich dicht beisammen. Hinterm einen hier Miguel Morland auf P12 und dann die kleine Lücke zum Tommy, der sich aber auch schon ein bisschen freifahren konnte von seinem Hintermann. Hugh Haycox, der jetzt von hinten ankommt und Jean-François Boskus überholt hat. Da heißt halt das Motto für den Tommy, irgendwie durchkommen und die Punkte mitnehmen und möglichst wenig Fehler machen. Hugh hat jetzt ganz schnell hier hinterm Tommy die Lücke zugefahren und drängelt schon. Während hier vorne Kimmo seinen Vorsprung Zehntel für Zehntel ausbaut. Und wie in den letzten Rennen im ersten Split setzen sich die ersten schon wieder ein ganzes Stück ab von dem Rest. Kimi, Ogier und Juho.
Zum Viertplatzierten, zum Andy Lepiste, schon 1,8 Sekunden Lücke. Und die Jungs haben jetzt hier ihre zweite Runde absolviert und wir haben immer noch keinerlei Un- oder Zwischenfälle, bis auf den kleinen Wackler vor uns am Ende des Feldes. Und Tommy gerät jetzt hier immer mehr unter Druck von Hugh Jaycox, versucht aber auch da irgendwie an Miguel Morland vorbeizugehen, der da schön innen dicht macht. Wir sehen es hier aus dem Hugh seiner Sicht. Nutzt hier die Gunst der Stunde, um am Tommy vorbeizugehen. Seite an Seite geht hier die Gerade runter. Tommy versucht sich da noch zu wehren, aber Hugh hat eindeutig eine höhere Pace drauf. Ist ja auch einer der Pros. Oh, hier gerät hier noch ins Wackeln. Muss ich jetzt wieder hinten anstellen. Wilde Rutscher hier. Hugh hat hier einen wilden Fahrstil drauf. Ist klar, ey. Und auch Jean-François Boskus meldet da wieder Ambitionen an. Von hinten kommt da auch noch Barry West und Keith Turner. Wilde Kämpfe hier im hinteren Mittelfeld, aber alles fair und sauber. Hier haben wir mal Arnold Koch auf P18. Hinter ihm auf 19 Massimiliano Lacroix. Oh nein. Oh, und wir hören es gerade, Tommy, hier ein kleiner Ausritt und schon ein paar Plätze verloren. Hugh Haycox und Jean-François Boskus sind an ihm vorbeigegangen. Und auch Barry West ist da sofort hinten dran. Geht alles sehr, sehr eng hier zu im hinteren Mittelfeld. Ab Miguel Morland P12 bis hinten zu P20, würde ich sagen. Das ganze Rennen heute beginnt ziemlich zäh für unseren Tommy, P15. Es könnte auch schlechter laufen. Hinterm Barry Keith Turner bekommt jetzt Besuch von Arnold Koch und auch Tommy versucht jetzt vorne wieder Plätze gut zu machen. Nimmt hier Anlauf, geht aus dem Windschatten, Jean-François Boskus. Geht nach innen, versucht sich da noch zu wehren, aber Tommy außen viel schneller und kann jetzt da vorbeigehen. Wieder einen Platz gut gemacht, super. Allerdings klappt jetzt schon eine kleine Lücke nach vorn, 1,4 Sekunden. Und da geht Jean-François wieder vorbei am Tommy. Hat er die Kurve nicht ganz so tolle bekommen. Hier vorne alles wie gehabt. Kimmo will ja keinen. Vor Ogier Zamaloa. Juho Reiner auf P3. Dann kleiner Abstand zu Andy Lepiste auf 4. Und auf 5 haben wir Shady Amat, der jetzt unter Druck von Corey Ensing gerät. Der Hugh hat sich gedreht. Übertrieben. Corey Ensing geht da raus und jetzt wahrscheinlich auch vorbei. Ein schönes Duell hier Seite an Seite geht es jetzt die Start- und Zielgerade runter. Und wir haben es gerade gehört, es gab im hinteren Mittelfeld einen Zwischenfall, den wir uns nachher gleich mal anschauen. Jetzt erstmal kurz hier schauen, wie das Duell hier ausgeht. Da kann sich Corey Ensing durchsetzen, liegt jetzt auf B5. Shady aus den Top 5 rausgefallen. So, hier, das ist der Hugh Haycox. Ich habe erfahren, dass das der Sohn vom Ian ist. Okay. Und auf jeden Fall, ich glaube, hier haut er sich mal weg. Ja. Und ja, der ist richtig schnell, ne? Also. Und hier gibt es einen Angriff. Arnold Koch versucht hier an Keith Turner vorbeizugehen. Der kann sich allerdings noch einmal vorn behaupten. Direkt dahinter haben wir Massimiliano Lacroix und Hugh Jaycox will ja auch wieder nach vorn nach seinem kleinen Zwischenfall. Wir sehen es hier. Und da kracht schon wieder der nächste Zwischenfall. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier mit dem Hugh los? Das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Fährt hier auf P21 zurück. Noch hinter Robert Simpkins. Hier hinten haben wir auch mal Chris Roberts und Jan Stephan im Bild. Die Plätze 27 und 26. Da gab es den nächsten Dreher, Bruno Araya, wie es aussah. So, wir sehen hier, der Huge, der macht hier keine Gefangenen. Oh, da macht er nochmal einen Fehler. Ich meine, du hast ja irgendwie umsonst Guck mal, wie Rating, gut er die Linie eigentlich in der Kurve erwischt hat. Also der bringt so viel mehr Schwung als sein Vordermann mit raus. Ja. Aber dann treibt er einen kleinen Ticken zu weit nach außen. Ne? Einmal läuft, dann läuft, das weiß er doch. Und hier gibt es jetzt einen Kampf um die Führung. Ogier und Kimmo kämpfen hier Seite an Seite. Ogier mit leichtem Vorsprung. Kimmo leicht versetzt dahinter, hat aber jetzt Anfahrt zur Kurve. Die bessere Position ist innen und kann sich dann wieder durchsetzen. Ogier muss sich da hinten anstellen und das gibt auch Juho Reinhardt die Möglichkeit, von hinten wieder aufzuschließen. Und nach der Aktion vom Huge muss hier Massimiliano Lacroix auch nach vorne abreißen lassen. Timothy Wannberger hat inzwischen auf Shady Amat aufgeholt. Und hier vorne tobt der Kampf um den Sieg. Kimmo will ja keinen gegen Ogier Zamaloa und Juho Reiner guckt sich das ja aus der Logenposition an. Hinter Juho Reiner hier auf P3 klappt schon eine Lücke von über 3 Sekunden zum Viertplatzierten zu Andy Lepiste, der jetzt hier ein ziemlich einsames Rennen fährt, nach vorne und hinten, jeweils über 3 Sekunden Luft, hier nach hinten zu Corey Ensing auch. Dann haben wir auf P6 Shady Amat, der so ein bisschen Anschluss an Corey verloren hat. Abstand nach hinten wird größer, das ist schon mal gut.
und sich jetzt hier mit Timothy Wandenberger auseinandersetzen muss. Von hinten kommt Leo Sequero und Samuel Reimann. Danach wieder eine kleine Lücke zu Ian Haycox und Lukas David. Die Plätze 10 und 11. Auf P12 haben wir dann Michael Moorland, der hier hinterm Lukas unterwegs ist. Auf 13 dann Jean-François Boskus und auf 14 unser Tommy. Und wir hatten im hinteren Feld wieder einen Zwischenfall, den wir uns doch direkt mal anschauen. Polfahrer hier, Dr. Pohl. Ups. Ab diesem Wurf. Okay, so, okay, aber so nichts weiter passiert, einfach das Auto verloren hier, Ja. beziehungsweise ja auch zu weit nach links gekommen. Und hier vorne an der Spitze gibt es jetzt den nächsten Angriff. Diesmal Auger innen, Kimmo außen. Gibt aber hier nicht nach, hat jetzt in der nächsten Kurve wieder einen Vorteil. Und jetzt mischt sich hier auch der Juha mit ein. Und wenn es schlecht läuft, verliert hier Auger noch seinen zweiten Platz. Ein knallharter Kampf hier vorne in Fuji um den Sieg, bei dem jetzt Kimmo nochmal die Oberhand behalten kann. Und Juho meldet jetzt hier deutlich seine Ambitionen auf P2 an, setzt hier Auger ganz schön unter Druck, sodass auch Andy Lepisto seinen Rückstand langsam wieder zufahren kann. Hat sich schon unter 3 Sekunden gedrückt. Und hier mal ein Blick nach weiter hinten. Daniel Gales auf P20, Paul Ferrer auf 21 zurückgefallen. Hinter ihm Robert Simpkins auf 22. Auf 23 haben wir dann Adam Eckert, der sich hier mit Byron Long. Da vor mir da, Platz 12, 11 und 13 da. Geben es sich gerade richtig. Um den 23. Platz balgt und jetzt einen kleinen Fahrfehler gemacht hat. Und sowohl Byron als auch Chris Roberts gehen an ihm vorbei. Chris Roberts heute ungewöhnlich weit hinten. Ich denke mal, das wird auch nicht sein Kurs sein. Ist aber auch hier, denke ich mal, um die Punkte mitzunehmen. Dann haben wir jetzt praktisch Adam Eckert auf P25 und unseren Jan Stefan heute auch ungewöhnlich weit hinten auf 26. Jetzt hier 27 Nicolas Acosta, der jetzt von Bruno Araya angegriffen wird. Und der Bruno geht hier auch vorbei. Hinter den beiden haben wir dann noch Uwe Zielbauer und ganz am Schluss auf P30 dann Lenz Simon hier im Coca-Cola-Design. Im Mittelfeld hier direkt vorm Tommy, Jean-François Boskus, setzt hier Lukas David unter Druck, der jetzt ein bisschen zurückgefallen ist. Miguel Moorland hat ihn überholt. Die Plätze 11, 12, 13, 14. Barry West fällt da schon ein kleines bisschen ab, sind 1,6 Sekunden Abstand zum Tommy nach vorn. Miguel Moorland führt die Gruppe hier an, die Top 10 vorne enteilen immer mehr. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel des Rennens geschafft und im hinteren Feld gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns gleich mal anschauen. Das Gefühl, die Kollegen da vor mir, so, die haben ein bisschen mehr Flügel. Die hauen dann bei den Kurven ab und hier komme ich, glaube ich, dran. Bei dem Text hier, Arnold Koch hier mit seinem Warsteiner, jetzt gibt er zu viel Gas und dreht sich weg, ja, Klassiker. Ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, kann aber auch ordentlich weiterfahren. Wunderbar, saubere Aktion, sehr schön. Ganz vorn hier an der Spitze alles wie gehabt. Kimmo will ja keinen vor Auger Zamaloa und Juho Reiner. Jetzt ist Miguel Moorland auf den Brandstein gekommen und musste lupfen und sowohl Lukas David als auch Jean-François Boskus sind an ihm vorbeigegangen und der Tommy drückte auch von hinten. Kleiner Fahrfehler mit großer Wirkung und Lukas konnte gleich einen kleinen Vorsprung rausfahren, während sich hier Jean-François gegen Miguel Moorland behaupten muss. Alles in allem muss man sagen, bisher ein sehr, sehr, sehr sauberes und faires Rennen. Alle Unfälle bisher selbstverschuldete Ausrutscher. Und Miguel scheint jetzt hier ein bisschen Anschluss nach vorne zu verlieren, denn auch von hinten drückt jetzt der Tommy und versucht hier anzugreifen. Allerdings macht Miguel hier schön innen dicht, versucht da abzublocken. Tommy geht außen vorbei. Tolles Überholmanöver. Miguel muss sich da hinten anstellen, keine Chance. Und da sehen wir auch Qualm, da hat sich einer vertan. Lukas David hatte da einen kleinen Verbremser drin und hat auch sofort 2 Plätze verloren hier. Das geht so fix und muss sich jetzt sogar hinter Miguel Moorland anstellen. Das heißt ja, in einer Kurve 3 Plätze verloren, während hier Hugh Haycox hier mit Rekordrunden wieder auf dem Weg nach vorne ist. Bis er den nächsten Dreher wahrscheinlich hat. Hat hier Keith Turner passiert, der inzwischen auf P19 liegt und Barry West vorne, der nächste, den er wahrscheinlich überholen wird, während es hier wieder Angriffe gibt. Juho Reiner jetzt auf P2 vorgegangen, hat den Auger Zamaloa überholt. Das gibt dem Kimmo davon die Möglichkeit, sich ein kleines bisschen abzusetzen. Allerdings von hinten jetzt Andy Lepisto hier den Rückstand wieder wettgemacht, ist ganz dicht dran gekommen. Das waren mal über 3 Sekunden.
Da halten sich die Jungs durch ihre Kämpfe hier vorne gegenseitig auf. Kimmo fährt hier schon Schlangenlinie und alle hinterher. Corey Ensing auf P5 fällt da immer mehr ab. Die Jungs hier vorne fahren wie immer ihr eigenes Rennen unter sich aus. P1, 2, 3 hier ganz eng beisammen. Ist noch lange nicht abzusehen, wer hier am Ende den großen Pokal mit heimnehmen wird. Oben haben wir auch mal den aktuellen Zwischenstand für die F2-Wertung. Aktuell im Rennen hier mal eingeblendet. Corey Ensing, den wir hier im Bild haben, der liegt da gerade in Führung. Shady Ahmad ist ja bei den Profis mittlerweile. Hinter ihm Timothy Vandenberge auf P7. Wieder mal ein super Rennen hier. Dann haben wir Leo Sequero auf P8 und auf 9 haben wir dann den Samuel Reimann. Samuel heute auch fehlerfrei unterwegs, fährt hier ein super Rennen nach hinten zu Ian Haycox. 3,5 Sekunden Luft ungefähr. Ian Haycox, der letzte in den Top 10, heute unauffällig und fehlerfrei hier auf P10 unterwegs. Dann haben wir hier Jean-François Boscos auf 11. Nochmal 4,5 Sekunden weg, der wird dann direkt verfolgt vom Tommy. Huge Haycox inzwischen auch wieder auf dem Weg nach vorn an Barry West und Miguel Morland vorbeigegangen. Findet sich aktuell auf P14. Hier haben wir Barry mal im Bild, ist heute auch nicht unbedingt sein Rennen. P15, hinter ihm Miguel Morland auf 16 und auf 17 haben wir dann Keith Horner. Hier haben wir mal Arnold Koch im Bild, derzeit auf dem 19. Platz. Dann hier Daniel Galles und hinter ihm Paul Ferrer hatte gerade einen Zwischenfall. Alter, come on. Den schauen wir uns auch gleich mal an. Hinterm Paul Robert Simpkins heute ein unauffälliges Rennen hier auf P22. Und auch hier hinten heute Byron Long. Heute ein sauberes Rennen, aber ziemlich unauffällig auf dem 23. Platz. Gefolgt von Chris Roberts, der in der Meisterschaft ja ziemlich weit vorn liegt. Dann haben wir hier auf 25 Bruno Araya. Und auf 26 Niklas Acosta, 27 dann hier Adam Eckert und auf 28 unser Jan Stephan. Oha, obwohl Ferrer hier wieder dieser Scheiß gehabt da, ne? Uiuiuiui. Aber einen schönen 360, konnten aber Ja, boah, ey. ordentlich weiterfahren, wie auch immer. Und wir bewegen uns langsam Richtung Halbzeit. Hinterm Tommy hier, Hugh Haycox, hat jetzt schon Lukas David und Barry West überholt. Und ich denke mal, es ist noch eine Frage der Zeit, bis er auch hier vor sich den Tommy und den Jean-François überholen wird. Ich denke mal, er wird jetzt hier schon Maß nehmen und wird dann gleich jetzt hier auf der langen Geraden aus dem Windschatten der Jungs rausgehen. Bringt sich hier in eine gute Position, saugt sich hinten beim Tommy an. Vorne, die fahren schon Zickzacklinie. Ich denke mal, wenn der Huge Schnee aller 5 Minuten sein Auto in die Ecke gefeuert hätte, dann würde der ein ganzes Stück weiter vorne vielleicht um Top 5 oder Podiumsplätze mitkämpfen. Macht jetzt hier kurz einen Prozess, denke ich mal. Und wird sich jetzt hier auch gleich noch den Jean-François schnappen. Ne, der gibt hier nicht nach. Bleibt hier innen auf dem Pinsel stehen, aber jetzt der Hugh in einer viel besseren Position. Man sieht hier, hat ihn viel höheren Speed wie die anderen Jungs. Und kann sich jetzt auch hier durchsetzen. Wird wohl schnell einen Abstand auch rausfahren auf die Jungs. Hinterm Huge ist jetzt auch Tommy zum Angriff übergegangen und hat Jean-François Boscos überholt. Liegt somit jetzt hier auf P12. Muss man sagen, läuft eigentlich gar nicht so übel heute hier bisher, obwohl einige unserer Hauptgegner ein ganzes Stück weiter vorne sind, vor allen Dingen Timothy Vandenberge. Wenn der das so ins Ziel bringt, wird er heute eine ganze Menge Punkte mit nach Hause bringen. Aber wir haben jetzt gerade mal ein bisschen mehr als Halbzeit und ich denke mal, über kurz oder lang werden sich hier auch bei einigen die Reifen bemerkbar machen. Drücken wir dem Tommy mal die Daumen, toi toi toi, bisher läuft gar nicht so übel. Wir sehen es da hinten hier, Kampf zwischen Barry West und Miguel Morland um P15. Seite an Seite fahren die beiden hier durch die Kurve und lassen sich dabei aber richtig viel Platz. Miguel gibt danach. Oh, hier ganz vorne gibt es jetzt einen Angriff. Ogier Zamaloa und Juho Reiner kämpfen hier um P2. Juho will da unbedingt vorbei. Ogier gibt sich da aber nicht geschlagen. Ein super Zweikampf hier auf ganz hohem Niveau. Die nächste Kurve wieder Seite an Seite. 15 von 25 Runden, jetzt in der 16. Und Juho kämpft da, schien da gerade in einer besseren Position zu sein. Jetzt drückt sich aber Ogier wieder durch. Seite an Seite hier Berührung. Kurzer Wackler. Jetzt scheint hier Juho endgültig sich durchgesetzt zu haben. Und Ogier sortiert sich da nochmal hinterm Juho ein.
Das hat Kimmo gleich mal genutzt, um vorne ein bisschen Abstand zwischen sich und den zwei Streithähnen hier zu bringen. Und auch Andy Lepisto hat jetzt seinen Rückstand auf fast 1 Sekunde runtergedrückt. Und hier im Mittelfeld ist Lukas David jetzt gerade hier an Jean-François Boscos vorbeigegangen. Barry West auf P15 hat jetzt auch einen kleinen Abstand zwischen sich und Miguel Morland bringen können. Dahinter Massimiliano Lacroix. Dieser Lucas Davis da, der ist aber auch hartnäckig. Der Keith Turner irgendwie überholen konnte. Keith Turner auf P18 dahinter und hier haben wir dann auf P19 Arnold Koch. Da vorne und hinten reichlich Luft, hinterm Arnold dann Paul Ferrer. Der hat Daniel Gallis im Schlepptau. Hinter Daniel Gallis haben wir dann hier unseren Byron Long. Dann haben wir hier Chris Roberts, der jetzt hinter Robert Simpkins zurückgefallen ist. Und jetzt mit Anlauf wahrscheinlich wieder vorbeigeht. Wir sehen es hier. Die Plätze 23 und 24, das ist halt auch nicht unbedingt Chris sein Rennen. Hatte am Anfang schon den ein oder anderen kleinen Wackler drin. Robert Simpkins heute auch unauffällig, aber fehlerfrei. Ich denke mal, das wird nicht unbedingt seine Lieblingsstrecke sein. Dann haben wir hier auf 25 Bruno Araya, auf 26 Niklas Acosta, auf 27 haben wir unseren Adam Eckert und auf 28 Jan Stephan. Ein ziemlich einsames Rennen, nach vorne und hinten ziemlich viel Luft. Freut mich trotzdem, dass er heute hier dabei ist. Und während Kimmo ganz vorne eine Rekordrunde nach der anderen dreht, hat Juho hier mit Ogier zu kämpfen. Die beiden betteln sich hier Runde für Runde um Platz 2. Ist den falschen Gang gewählt, da. Andy Lepisto fährt den Jungs die ganze Zeit mit Sicherheitsabstand hinterher. Und Tommy gerät jetzt unter Druck hier von Lukas David. Der Lukas, der ist schnell. Und während wir uns hier hinten Tommys Kampf um P12 angeschaut haben, gab es ganz vorne an der Spitze einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. So, nächster Incident, Juho Reiner. Das ist einer von den ganz schnellen Jungs. Oh nein! Der hat sogar gewonnen. Du darfst nicht über diesen Aber der schlägt nie ein. Schützengraben an. Oh, das Aber- war auch mehr Glück als Verstand, ne? Sieht man mal, dass auch den Allerbesten hier gelegentlich der ein oder andere Fehler unterläuft. Tommy gerät jetzt hier richtig unter Druck von Lukas David, der jetzt hier in den Angriffsmodus geschalten hat. Ah, dem fehlt der Dampf. Aber Lukas hat hier scheinbar ein anderes Setup gewählt wie der Tommy. Der kommt einfach nicht vorbei. Oh. Dafür ist das Auto wahrscheinlich in den Kurven ein Stück stabiler. Jetzt versucht er nochmal hier einen Angriff. Schert hier nochmal aus dem Windschatten aus, geht jetzt innen rein, bremst sich da vorbei. Aber Tommy kann hier kontern. Ein toller Zweikampf von den beiden. Und ein Stück weiter hinten im Feld hatten wir wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Daniel Galis hier. Das ist dein Tanzpartner aus Suzuka. Ah, okay. Ja, der macht aber hier alleine ein Tänzchen. Ja. Letzte Kurve hat's ihn rausgedreht, ne? Jawohl. 1700er Rating, ne? Ja, das hilft auch nichts hier. Und hier mal wieder ein Blick an die Spitze. Kimmo will ja keinen vor Ogier Zamora. Und Juho Reiner ist bis auf P4 zurückgefallen. Hier bei Tom und Lukas hat sich nicht viel getan. Allerdings wird der Abstand nach vorne immer größer. So, ab in die 20. von 25 Runden. Und auch in der Zwischenwertung der F2-Meisterschaft hier im Rennen liegt Tommy immer noch auf dem 3. Platz. Vorne Corey Ensing vor Timothy Vandenberger. Samuel Reimann, der vom Tommy liegt, ist diese Saison zu den Profis aufgestiegen. Ich mach eine schnelle Runde nach der anderen, ey, und der Hintermann, der Just done a klebt wie Honig an mir dran. Ja. Runde 22 und hier beim Tommy hat sich überhaupt nichts getan. Lukas David macht die ganze Zeit hier Druck, versucht hier Runde für Runde am Tommy vorbeizugehen, aber auf der Geraden reicht es einfach nicht, weil sein Heckflügel wahrscheinlich viel zu steil gestellt ist, damit er in den Kurven mehr Anpressdruck hat. Jetzt dürften bei vielen auch so langsam die Reifen an ihrem Lebensende angekommen sein. Hoffen wir mal, dass der Tommy das noch bis zur Ziellinie durchbringt. Das wäre ein tolles Ergebnis. Auch wenn Timothy, der dieses Jahr wahrscheinlich sein größter Konkurrent sein wird, heute richtig viele Punkte macht. So ist es doch auch in so einem Rennen hier ganz wichtig, so viel wie möglich Punkte mitzunehmen. Nein! Oh nein, need to push oh it. nein. Honda's position. Kaum haben wir drüber gesprochen, passiert es auch schon.
Komm schon, geh rein, du Scheißgang. Allah. Oh nein, wie unglücklich, da verliert der Tommy sehr, sehr, sehr viele Plätze. Fällt hier bis auf P18 hinter Massimiliano Lacroix zurück und von hinten kommt auch noch Arnold Koch. Fuck. Das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr schmerzlicher Platzverlust für Tommy. Sehr, sehr schade. Und das so kurz vor Schluss. Wir haben nur 2,5 Runden zu gehen. Hier vorne alles beim Alten. Kimmo vor Ogier und Scheiße. Attila Pistö auf Rang 3. Der allerdings jetzt von hinten richtig Druck von Juho Reiner bekommt. Oh, was ein Ärger. Mann. Der die Lücke nach seinem kleinen Ausritt wieder zufahren konnte und wieder nach vorne aufs Podest will. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den schauen wir uns auch gleich direkt mal an. Lance Simon hier, das ist ein bisschen zu energisch. Ja, zu schnell. Das ist, der verliert dann einfach. Der ist zu aufgedreht, der trinkt zu viel Cola. Sagt der sich um 20 nach 10 Kaffee gemacht hat gerade. Ja. Hier vorne Timothy verfolgt schon das ganze Rennen. Shady Amat kann aber irgendwie überhaupt keinen Weg dran vorbeifinden. Vielleicht schafft er das hier in den letzten paar Minuten des Rennens noch. Wir sehen es hier, ein paar Mal dicht dran, aber Shady kann hier immer gut ablocken. So kurz vor Schluss, meine Netz. Shady kann sich hier geschickt Runde für Runde verteidigen, die Plätze 6 und 7. Nach hinten genug Luft, fast 4 Sekunden zu Hugh Jacobs, der sich inzwischen hier auf P8 nach vorgekämpft hat. Zur Erinnerung, der hat am Anfang mehr als einen Dreher gehabt und ist ganz hinten am Ende des Feldes rumgeeiert. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Was zum Henker macht der jetzt da? Während Tommy seinen 18. Platz jetzt noch gegen Arnold Koch verteidigen muss. Thank you, Ryan. Jetzt haben wir den Bruno Araya. Das ist ja täglich grüßt das Murmeltier, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Diese Stelle. Das Körbtier halt wieder. Ah ja. Keith Turner liegt hier inzwischen auf P16, solides Mittelfeld, dann Massimiliano Lacroix und Tommy hier, der sich gegen Arnold Koch wehren muss. Wir befinden uns jetzt in der 24. von 25 Runden. Hier Miguel Morland, vor ihm Barry West, Jean-François Boscos und Lukas David. Und hier ganz hinten der letzte in der Führungsrunde, Jan Stephan. Vor ihm hier auf 27 Bruno, der eben den Ausritt hatte. Davor dann Adam Eckert auf 26 und dann eine Lücke nach vorne. Und hier der führende, Kimmo Villiakainen, hat jetzt hier die finale Runde eröffnet. Direkt dahinter Ogier Zamoa. Und hier haben wir Antti Lepiste. Und es gab noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Gut, Kai Cox hier, der dreht sich hier auch nochmal weg. Unglaublich. Wir sind jetzt in der 24. Runde. Gibt's nicht. Aber man sieht hier eindeutig die Besten der Besten. Die drehen sich hier auf dem Curb. Ja. Da muss man heute resümieren, dass das ein sehr, sehr sauberes Rennen war. Hier die ganzen Dreher, alle selbst verschuldet, Ausrutscher. Da werden die Reifen jetzt auch richtig in die Knie gehen. Paul Ferrer hier auf P20. P18 immer noch Tommy, kann hier Arnold Koch in Schach halten. Und da kommt Kimmo Villiakainen um die Ecke. Ja. Unser Leader, 2,6 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Ogier Zamaloa. Die letzten paar Kurven für unseren Leader, dann hat er es geschafft. Ein makelloses Rennen mal wieder von unserem fliegenden Finn hier vorne auf Platz 1. Die letzte Kurve, dann geht es nur noch geradeaus, hat hier seine Gegner in Schach gehalten. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, Kimmo Villiakainen. Und dahinter dann mit 2,5 Sekunden Abstand Ogier Zamaloa. Und Antti Lepiste kommt hier auf P3 ins Ziel. Hat sie geschafft, Juho Reiner noch hinter sich zu halten. Der wird nach seinem Ausritt bedient sein, kommt hier nur auf P4 ins Ziel. Dann haben wir auf dem 5. Platz Corey Ensing ein Top-Ergebnis. P6 dann hier Shady Amat und auf P7 Timothy Wandenberge. Timothy, another good race, bro. Well done. Got the spreading here, bro. Shady konnte hier seinen Platz vor Timothy halten. Dann haben wir hier auf P8 Hugh Jacobs und auf P9 Leo Secoro. P10 Samuel Reimann, auf P11 dann ein Haycox. Und hier Tommy verteidigt seinen 18. Platz gegen Arnold Koch.
Schadensbegrenzung, sage ich mal, die Punkte mitgenommen. Oh ja. Oh, hat nicht sollen sein. Die trotzdem gute Punkte. This is off too early. Oh man, Barry. Ätzend. Also mein Rechner ist dreimal abgestürzt komplett. I looked at the screen and said, I should be wondering. Ich will unbedingt das Replay speichern. Ja. Barry, you're coming at us quick. That was beautiful. Ah, Mann. 18. Ich habe auf einmal einen blauen Bildschirm gehabt. Okay. Da kommen die letzten auch so langsam ins Ziel und Robert Simkins wird hier nochmal abgeschossen. Oder ja, ein Vorletzter oder Drittletzter. Brilliant, Nicholas, that was a lot of fun. Ja. Aber Chris Roberts hast du hinter dir gelassen, nur Timothy Wandenberger vorne, der ist Shady auch vorne hier. Boah, 20 Sekunden habe ich in dieser fucking Runde verloren. Oder was? Ja, nur 13. Hä? 12. wärst du. Everyone at Lotus 79. Ja, das ist... Da ist er schon wieder, ey, da ist der Gang nicht reingegangen, ne? So eine blöde Stelle da. Well, Ja, was ist that was close, Barry. I was trying to press you and I keep coming at you really fast as well. Yeah, I just lost the front end in that last end. Boah, er war Schwein gehabt da, dachte er. Hab den nehme ich auch falsch, ne? Der Hintermann, der ist da immer... Yeah, such at the corner that, and I can see you having fun breaking from a few laps before as well. Yeah, I had brake balance too far forward. Did you take some wing off, Barry? Boah, Only one trip, I think, but I had brake balance so I could brake later to turn around. das ging auch schnell, das ist ja so schnell, kannst du nicht ärgern. that one. Und wir sehen es oben in der Tabelle. Tommy musste seinen Platz an der Sonne an Timothy Wandenberger abgeben. Und auch Chris Roberts ist ihm da auf den I Fersen. literally had 6 clicks off. Erfreulich hier Robert Simkins auf den 4. Platz in der Meisterschaft nach vorne I gerückt. tried it with 4 clicks off and it was a lot Oh, wie viele faster, but Plätze I habe ich just wasn't verloren confident da, ey? Das nächste Rennen dann im neuen Jahr, Brands Hatch. Das sollte Tommy etwas mehr liegen. enough. Have a wonderful new year, Der Barry. eine hinter 2. And you, yeah. I got hit that one as well again, so I don't know if I had damage in that. It's so frustrating. Yeah, it looked like a tyre touch on lap Drei. 1 with a big toonie curve at the bottom Vier. there. I got past him at that point. Jetzt ist der Gang erst reingegangen, ey. Yeah, and Mr. Hugh Haycock. Voll ätzend, ey. Check it out. Ich hab voll auf der Kupplung gestanden und der Gang ist nicht reingegangen. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Yeah, it's good fun. It's really difficult track, isn't it? Ah ja, egal. Ich quitte jetzt mal. Wir schauen uns die Replay Safe. Wir schauen uns die Unfälle ein andermal an. Okay. Ja, ich habe hier -5 I-Rating gemacht. Plus 0,05 Safety Rating. Schade, schade, Marmelade. Da bin ich. So, wann habe ich denn? Ach, das wäre zu schön gewesen. Also hier 2 6er vor mir, Kies Hörner vor mir, Miguel Morland vor mir, Lukas David vor mir. Sorry, Und Steve. ansonsten der Rest ist da nur noch der Timothy Vandenberge. Ja. Das scheint auch ein schneller zu sein. Ja, und der Corey Ensing genauso. Da sind ein paar eingestiegen hier. Uiuiui. Ja. Aber gibt es noch geile Strecken. Le Mans hast du schon gewonnen. Spa hast du fast gewonnen. Gut. Ich sag mal auf Wiedersehen, Patrick. Wünsche dir, falls wir uns nicht mehr hören. Stark. Vielleicht hören wir uns ein. Ne? Alles klar, mach's gut. Hau rein. Ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt.
War heute mal nicht ganz so erfolgreich, nichtsdestotrotz die Punkte mitgenommen. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche euch mal alles Gute. Bis dahin, macht's gut, ciao. Jetzt doch natürlich. Oh man, sorry. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.